Das Kino zeigt uns gepflegte Damen und edle Herren und romantisiert das Mittelalter sowie die damals herrschende Atmosphäre. Doch in Wirklichkeit war die Wahrheit viel weniger wohlriechend. Bis zum 19. Jahrhundert herrschte in Europa erschreckende Wildheit, denn in der nächtlichen Stille und dem täglichen Trubel lag der Geruch von Abordanlagen und Nachttöpfen, die die Kanalisation ersetzten. In England und Schottland war es Brauch, den Inhalt der Töpfe direkt aus den Fenstern zu werfen, und um Passanten zu warnen, riefen sie Gardilo, was Achtung bedeutete. Am Ende des 13. Jahrhunderts wurde in Paris auch ein Gesetz erlassen, dass man beim Ausleeren eines Nachttopfs aus dem Fenster unbedingt, Vorsicht, Wasser rufen musste. Übrigens ist genau das der Grund, warum zu dieser Zeit der Trend zu breitrandigen Hüten aufkam. Dieses Accessoire schützte teure Kleidung und Perücken vor allem, was von oben fiel. In ganz Europa wurden Reinigungskräfte eingestellt, um die Straßen von Exkrementen zu säubern und die Durchgängigkeit zu gewährleisten. Im Mittelalter gab es praktisch keine Toiletten. Nur bei der hohen Aristokratie. Die in wohlhabenden Häusern vorhandenen Toilettenräume hatten jedoch nichts mit modernen Badezimmern zu tun. Normalerweise waren das einfach separate Räume, in denen europäische Damen und Herren direkt auf den Boden ihre Geschäfte verrichteten und in denen danach das Personal die Reinigung durchführte. Es ist nicht schwer zu erraten, dass trotz der Bemühungen der Diener die Gestank von solchen Verfahren lange nicht verflog. Laut den Beschreibungen vieler Gäste in Paris, darunter Leonardo da Vinci, herrschte auf den Straßen der Stadt ein schrecklicher Gestank, wobei der überriechendste Ort in der Stadt Versailles war. Die Sache ist die, dass die Leute, die dorthin kamen, versuchten, den Palast nicht zu verlassen, bis sie den König trafen, und da es dort keine Toiletten gab, roch es in der kleinen Venedig ganz und gar nicht nach Rosen. Der Sonnenkönig Ludwig XIV. Hatte jedoch eine Toilette. Er konnte darauf sitzen, sogar während er Gäste empfing. Zu dieser Zeit galt es als besonders ehrenvoll, bei der Toilette hochrangiger Persönlichkeiten anwesend zu sein. Es wird gesagt, dass, wenn der Geruch im Schloss unerträglich wurde, König Ludwig zusammen mit seinem Gefolge in eine andere Residenz zog und erst danach die Räume gründlich gelüftet und gereinigt wurden. Die Abfälle menschlicher Lebensweise waren überall an den Türen, auf den Balkonen, in den Höfen, unter den Fenstern. Bei der Qualität der mittelalterlichen Nahrung und der schlechten Hygiene war Durchfall ganz normal, da man es einfach nicht rechtzeitig zur Toilette schaffte. Die erste öffentliche Toilette in Paris entstand erst im 19. Jahrhundert, war aber ausschließlich für Männer gedacht. In Russland wurden öffentliche Toiletten unter Peter I eingeführt, ebenfalls nur für die Höflinge. Allerdings wurden hier im Gegensatz zu Frankreich Toiletten sowohl für Männer als auch für Frauen geschaffen, und vor 100 Jahren begann die spanische Kampagne zur Elektrifizierung des Landes. Sie wurde einfach und verständlich Toilette genannt. Tatsächlich erschien die erste Toilette mit Spülkasten viel früher. Er wurde von John Harrington, einem Höfling am englischen Königshof, Ende des 16. Jahrhunderts erfunden. Ihr Wasserklosett erfreute sich jedoch aufgrund der hohen Kosten und des Fehlens von Abwasserkanälen keiner großen Beliebtheit. In der Mitte des Jahrhunderts waren schlechte Zähne ein Zeichen von edler Herkunft. Jetzt werde ich erklären, warum. Viele glauben, dass im Mittelalter schlechte Zähne bei Bauern und Vertretern der unteren Klassen verbreitet waren. Jedoch hatte tatsächlich die Aristokratie am häufigsten zahnmedizinische Probleme. Das hängt damit zusammen, dass im 11. bis 15. Jahrhundert Zucker in Europa weit verbreitet wurde. Das Produkt war untypisch für die Ernährung der Menschen jener Zeit, und infolgedessen entwickelten bei denen, die es sich leisten konnten, Karies und andere Zahnprobleme. Genau deshalb wurden schlechte Zähne bald als Zeichen von Wohlstand und edler Herkunft angesehen. Zudem bereiten sich ihre Besitzer nicht, zu Ärzten zu gehen, und das ist auch verständlich. Denn zu jener Zeit gab es keine Anästhesie, und jedes zahnmedizinische Problem wurde radikal gelöst durch das Entfernen des kranken Zahns. Im dunklen Mittelalter wurden die Häse als göttliche Perlen bezeichnet und als Zeichen der Heiligkeit angesehen. Heilige, sowohl männlichen als auch weiblichen Geschlechts, prahlten normalerweise damit, dass Wasser niemals ihre Füße berührte, es sei denn, sie mussten einen Fluss durchqueren. Verliebte Troubadour entfernten Flöhe von sich und setzten sie auf die Dame ihres Herzens, damit das Blut, vermischt im Magen des Insekts, die Herzen des süßen Pärchens vereinte. Heute mag das als ziemlich widerliche Prozedur erscheinen, doch damals war es Romantik. Trotz ihrer Heiligkeit störten die Insekten die Menschen dennoch, weshalb jeder eine Flohfaule oder einen kleinen Hund bei sich hatte. Letztere benutzten normalerweise eine Vertreterin des schönen Geschlechts, also liebe Mädchen, die eine kleine Hündin in einer rosa Decke bei sich tragen. Denkt daran, woher diese Tradition stammt. Es gab auch eine andere Möglichkeit, sich von Läusen zu befreien. Diese war hauptsächlich bei Damen mit üppiger Haartracht beliebt. Man nahm ein Stück Fell,
tränkte es in Blut und Honig und steckte es dann in die Frisur. Durch den Geruch des Blutes sollten die Insekten zur Falle strömen und im Honig stecken bleiben. Außerdem trugen sie Seidenunterwäsche, die übrigens gerade wegen ihrer Glätte populär wurde. Die Gottesplaien konnten sich an solch glatter Stoff nicht festhalten. Aber all das ist nichts im Vergleich zu Quecksilber, das in die Kopfhaut eingerieben und sogar gegessen wurde, in der Hoffnung, sich von Läusen zu befreien. Allerdings starben zuerst die Menschen daran, nicht die Läuse. In der Mitte des Jahrhunderts wurde Seife hauptsächlich zu medizinischen Zwecken und zur persönlichen Hygiene verwendet. Zur Herstellung von Seife wurden oft Kalk und Seife verwendet. Manchmal wurde auch Holzosche, gemischt mit Schmalz oder Öl, verwendet. Dann wurden aus der Seife Flarden und Platten geformt, in die trockene Blumen und Aromastoffe wie Lavende hinzugefügt wurden. Die Qualität und der Geruch der Seife hingen davon ab, wie wohlhabend die Person war. Doch es blieb nicht immer bei Kalk. Leider stellten einige Menschen Seife mit einer Lauge her, die so stark war, dass sie bei starkem Reiben die Haut abtragen konnte. Die Seifenherstellung wurde im 16. Jahrhundert verbreiteter, als Handelsrouten eröffnet wurden und die Verfügbarkeit der für die Seifenproduktion benötigten Rohstoffe zunahm. Erst im 18. Jahrhundert wurde die Seifenherstellung zu einem wichtigen Sektor in Europa und fand breite Anwendung in der persönlichen Hygiene und Reinigung. Fast alle Wasseranwendungen galten früher nicht nur als unnötig, sondern wurden auch als barbarisch angesehen. Die meisten mittelalterlichen Ärzte sprachen sich für die Notwendigkeit regelmäßiger Bäder aus, mit Ausnahme von Pestepidemien, da sie glaubten, dass die nach dem Kontakt mit warmem Wasser erweiterten Poren die kontaminierte Luft aufnehmen könnten. In der Realität hörte jedoch kaum jemand auf die Empfehlungen der Fachleute. Dabei war das Privileg, sich nicht zu waschen, den wohlhabenden Schichten der Bevölkerung vorbehalten. So gestand Königin Isabella I von Kastilien persönlich, dass sie sich in ihrem ganzen Leben nur zweimal gewaschen hatte, bei ihrer Geburt und am Tag ihrer Hochzeit. Die Tochter eines der französischen Könige starb an Läusen. Papst Clemens verstarb an Dysenterie. Papst Clemens VII starb qualvoll an Krätze. Es gab auch den Herzog von Norfolk, der sich aus religiösen Überzeugungen weigerte, sich zu waschen. Schließlich war sein Körper mit Eiter bedeckt, und die Diener, die offensichtlich viel klüger waren als ihr Heer, warteten, bis seine Exzellenz sich zu Tode trank, setzten ihn in die Badewanne und wuschen ihn mehr oder weniger gründlich. In dem Schlafzimmer von Ludwig XIV., der ebenfalls nur zweimal im Leben ein Bad nahm, herrschte ein solcher Gestank von Unrat, dass die russischen Gesandten später schrieben, der französische König stinkt wie ein wildes Tier. Übrigens ist es bemerkenswert, dass die Russen als echte Barbaren galten. Nach den Maßstäben jener Zeit nahmen sie viel zu oft ein Bad. Viele Europäer beschrieben mit Entsetzen die Völlerei, die während der Badezeremonien in Russland stattfand, und kommentierten, wie ungebildet und dunkel die russischen Menschen waren. Diese Einstellung zu Wasseranwendungen war durch viele Faktoren bedingt. Einige fürchteten sich vor Infektionen, andere glaubten an Mythen, dass das Waschen des Gesichts zur Erblindung und anderen Gesundheitsproblemen führt. Wieder andere hatten einfach Angst vor Wasser, da sie von Kindesbeinen an nicht daran gewöhnt waren. Und natürlich gab es auch diejenigen, die aus religiösen Gründen auf das Baden verzichteten. Das ganze Problem wurde noch dadurch verschärft, dass das Waschen im Mittelalter alles andere als eine regelmäßige Tätigkeit war. Schmutzige Wäsche und Kleidung wurden nicht öfter als zweimal im Jahr gewaschen, und als Waschmittel verwendete man eine Mischung aus Lauge und Urin. Rettung vor dem schrecklichen Geruch boten verschiedene aromatische Mittel. Die Damen verwendeten Puder, während die Männer es bevorzugten, kleine Beutel mit getrockneten Kräutern zwischen die Kleidung zu legen. Und die Achseln wurden mit Rosenwasser abgerieben. Allerdings half das den mittelalterlichen Bewohnern weder gegen den Gestank noch gegen verschiedene Krankheiten. Trotz absoluter Unsanitärheit und fehlender persönlicher Hygiene war den Bewohnern des Mittelalters das Streben nach Schönheit nicht fremd. Deshalb griffen Männer und Frauen neben aromatischen Mitteln, Puder und Ölen auf verschiedene Tricks zurück, um ihre Schönheit und Jugend zu bewahren. So wuschen sich die Damen regelmäßig mit Urin. Für die meisten von uns erscheint das als Wildheit, jedoch glaubten die Aristokraten damals aufrichtig an die antiseptischen und regenerierenden Eigenschaften von Urin. Natürlich weiß die moderne Wissenschaft, dass Urin keine nützlichen Eigenschaften hat und dass die Frauen sich umsonst quälten. Mit Urin holt man sich die Jugend nicht zurück. Neben Urin verwendeten die mittelalterlichen Bewohner verschiedene Mischungen aus Asche, Flusswasser und Säften giftiger Pflanzen. Moderne Zahnbürsten mit weichen Borsten und speziellen Zahnpasta-Formulierungen sind für die meisten Menschen im 21. Jahrhundert ganz normal, doch das war nicht immer so.
Im Mittelalter, als Hygiene für die meisten Menschen keine Priorität hatte, war die Zahnpflege ziemlich schwierig. Die Zahnbürste wurde durch einen Holzstab mit einer abgeschiffenen spitzen Spitze oder ein Tuch mit zerstoßenem Kalkstein im Inneren ersetzt, das man im Mund kauen musste. Diese Methoden waren nicht besonders effektiv, weshalb nur wenige ihnen Beachtung schenkten. Die Tradition der regelmäßigen Zahnpflege in Europa setzte sich relativ spät durch, wurde aber selbst lange Zeit als unhöflich angesehen. Das Fehlen von Hygiene führte zu ernsthaften Gesundheitsproblemen im Mundraum. Insbesondere war Karies weit verbreitet. Es versteht sich von selbst, dass Mundgeruch eine alltägliche Erscheinung war. Doch viel schlimmer war es, wenn die Zähne der mittelalterlichen Damen und Herren einfach verfaulten und sie gesunde Zähne von Armen kauften, um ihr Lächeln wiederherzustellen. Erst im 17. Jahrhundert erschien das erste Buch über die Notwendigkeit der Zahnpflege, in dem Karies als Zahnwürmer bezeichnet wurde. Doch auch das führte nicht zur massenhaften Verbreitung der Mundhygiene. Die Massenproduktion von Zahnbürsten begann erst Ende des 18. Jahrhunderts, als die Zahnbürste mit Nylonborsten erfunden wurde. Seitdem werden die Methoden zur Zahnpflege ständig verbessert und die Gesundheit des Mundraums wird für Menschen auf der ganzen Welt immer wichtiger. Im Mittelalter waren die Sterblichkeitsraten bei Frauen und Säuglingen während der Geburt sehr hoch. Die Medizin war noch nicht so weit entwickelt und in den meisten Fällen, wenn während der Schwangerschaft eine Pathologie auftrat, die den Geburtsverlauf beeinflussen konnte, beschränkte sich die medizinische Hilfe für die Gebärende auf das Lesen heilender Gebiete oder befreiender Zauber. Doch wie Sie sich denken können, waren weder das eine noch das andere besonders erfolgreich. Zur Linderung der Geburtsbeschwerden erhielten mittelalterliche Frauen ein Getränk aus Öl und Essig, und es wurden auch Kompressen aus Adlerkot gemacht. Solche Maßnahmen halfen wenig, aber sie wurden dennoch über mehrere Jahrhunderte hinweg weiterhin angewendet, da es keine andere Alternative gab. Moderne Frauen haben Zugang zu verschiedenen Hygieneprodukten während der Menstruation, doch das war lange Zeit nicht der Fall. Und im Mittelalter mussten Frauen Einfallsreichtum zeigen. So verwendeten Frauen im mittelalterlichen Europa spezielle Stoffbinden, die an den Gürtel des Rocks gesteckt wurden, um die Menstruationsflüssigkeit aufzufangen. Diese Binden mussten jedoch bis zu 10-mal am Tag gewaschen und gewechselt werden. Eine weitere verbreitete Variante, die in mittelalterlichem England und Frankreich beliebt war, war eine spezielle Art von Moos. Es wurde Sphagnus cymbiform genannt. Die Pflanze hatte bemerkenswerte absorbierende Eigenschaften. Die Situation begann sich erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu ändern, als Krankenschwestern saugfähige chirurgische Tücher als Hygieneprodukte verwendeten. Diese Entdeckung war der erste Schritt zur Entwicklung moderner Hygieneprodukte wie Tampons und Binden. Eine solche Einstellung zur Hygiene förderte das Wachstum von Krankheiten, jedoch waren die Ärzte des Mittelalters natürlich Fachleute auf ihrem Gebiet und wussten, wie man mit Krankheiten umgeht. Die häufigsten Behandlungsmethoden waren Blutegel, Aderlass und Brandtherapie. Mit Blutegeln wurden Krebs, Erkältungen, Bauchkrämpfe und Kopfschmerzen behandelt. Und während die Blutegelärzte florierten, starben ihre Patienten an Blutvergiftung, selbst wenn sie ursprünglich mit geringfügigen Beschwerden wie Kopfschmerzen oder Muskelermüdung kamen. Offene Wunden wurden meist mit einem blühenden Schürhaken behandelt, da man glaubte, dass dies ein effektiver Weg sei, um Infektionen zu bekämpfen. Es kam vor, dass der Schürhaken half, aber nicht immer, und manchmal musste nach solchen Eingriffen das Glied amputiert werden. Insgesamt war die Welt vor nur wenigen Jahrhunderten viel dunkler, angsteinflößender und unwissender als heute. Es ist schwer vorstellbar, dass die Lebensqualität unserer nicht so fernen Vorfahren so stark von dem abwich, was wir heute haben. Nun, für den heutigen Komfort können wir nur modernen Technologien und fortschrittlicher medizinischer Forschung danken. Das war's von unserer Seite. Allen gute Laune und bis zum nächsten Mal.